Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe. Willkommen zurück, liebe F1 Clash-Freunde. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Heute machen wir die Qualifikation, und zwar Q3, so wie letzte Woche auch. Ich hoffe, ihr verfolgt auch meine anderen Videos und ihr habt auch gesehen, dass wir letzte Woche in Qualifikation 3, also wir sind Freitag reingesprungen und waren ziemlich erfolgreich, haben die Woche viel gemacht. Wie ihr auch gesehen habt, ich hatte was gepostet gehabt über Kisten, und zwar habe ich die rechts eingeblendet. Ich habe auch ein paar McLaren-Kisten geholt und ja, schaut selber, die sind rechts eingeblendet. Viele Goldkisten, Platinkisten, legendäre Kiste leider nur eine und ja, eigentlich sehr enttäuschend, wie ihr schon gesehen habt. Das Setup hat sich so eigentlich nicht bewegt. Wir sind immer noch mit dem gleichen Setup am Fahren, allerdings ja, besser wie nichts. Immerhin ist es auch gut, aber die ganze Chose seit Montag, was wir hier am Machen sind, das hat nicht so richtig funktioniert. Auf jeden Fall Q3 reinzuspringen, um nochmal darauf zurückzukommen, lohnt sich definitiv. Wir schauen uns mal zusammen die Gruppe an hier, gehen mal ganz nach oben hier, schauen wir selber. Wir haben Spieler drin, die nicht so stark sind, und das ist natürlich für uns gut. Da gehen wir auf jeden Fall easy durch die Qualifikation und können dann morgen beim Opening nochmal Gas geben. Und lass uns nochmal hoffen, dass es so wie letzte Woche ist, dass wir halt eine kleine Gruppe erwischen im Finale. Wir hatten letzte Woche 30 Leute im Finale, haben uns dann bei Platz 26 eingefahren und haben auch eine schöne Kiste bekommen. Deshalb lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie es bei euch aussieht. Hinterlasst natürlich dem Video ein Like und abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Lasst uns in ein Rennen reinspringen. Gegner ist da, 1396. Wir haben im Moment, wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, 150 Teampunkte plus und minus. Viele Leute sind sich am Beschweren, und da gibt es jetzt auch Videos hier von manchen, die versuchen, das hier alles zu umgehen, indem man halt das Spiel schließt, bevor die Qualifikation hier jetzt ist. Leute, ich rate euch doch bitte, sowas nicht zu machen, weil wir wollen doch trotzdem sportlich und fair bleiben. Also ich hoffe, dass wir hier als Community unsere Rennen vernünftig fahren und nicht unbedingt hier, ja, ich sage jetzt mal nicht cheaten, es ist ja nicht cheaten, um Gottes Willen, aber es ist halt wirklich nicht schön, wenn wir dann hier unsere Gegner skippen. Also wenn du doch siehst, wenn wir doch schon sehen, dass der stärker ist, dann spring doch einfach rein. Es ist doch keine Schande zu verlieren, um Gottes Willen. Es macht doch einfach nur, es geht um die Erfahrung, und wenn wir doch gegen einen stärkeren Fahrer ein Rennen dann haben, dann ist es doch halt so. Dann ist es doch okay, wenn wir verlieren, aber trotzdem die Erfahrung dann sammeln. Ja? Also super Start hier von Norris. Ich springe jetzt mal ins Rennen. Genug gequatscht. So, hier Platz 7, perfekt. Max Verstappen enttäuscht mich schon seit gestern. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist. Wir hoffen natürlich, dass er sich jetzt hier über das Wochenende ein bisschen verbessert. Und ja, dass wir mit ihm dann auch ein bisschen besser hier durch das Wochenende kommen. So, gehen jetzt hier runter mit Max Verstappen, versuchen Gap aufzumachen. Perfekt, Lando Norris hat sich Platz 6 geholt, das ist auch das, was ich haben wollte. So, und können jetzt hier auf regulär runtergehen, machen mit Lando Norris. Wir hatten ja schon in einem anderen Video, hatte ich ja auch erzählt gehabt, dass wenn wir in der Lage sind, vor Platz 7 zu kommen, dass wir eine 3-3-2 fahren. Wenn wir hinter Platz 7 sind, dann Platz 7, Platz 8 ungefähr, dann fahren wir eine 2-3-3. Und ihr seht jetzt selber, wir fahren gerade mit Lando Norris hier jetzt P5. Und da bleiben wir jetzt auch erstmal. Und fahren eine 3-3-2 entspannt hier in Bahrain mit ihm. Hoffen natürlich eventuell sogar noch Platz 4 hier zu überholen. Jawohl, Max Verstappen hat jetzt auch nochmal einen Platz gemacht. Alles okay. Versuchen noch Platz 4 hier zu überholen. Sieht aber nicht gut aus. Ja, ist auf hart. Ist Max Verstappen vor uns. NPC, sorry. So, jetzt kommen wir mit Lando Norris rein. Auto wird nämlich nicht repariert. Fahren nochmal weitere 3 Runden raus mit ihm. Und Max Verstappen bleibt auf Medium nochmal für eine Runde länger, fährt eine 4-4.
So, Lando Norris kommt jetzt rein. Stellen ihn auf regulär. Max Verstappen, schade, dass er es nicht schafft, an Lando Norris vorbeizuziehen. Lando Norris kommt auf Position 8 wieder raus. Sehr, sehr schön. Haben auch einige Leute vor uns, die jetzt auch noch tanken müssen etc. Und das hilft uns natürlich sehr, hier noch ein paar Positionen zu machen. Platz 7. Bleiben ein bisschen auf Gas bis zur Geraden hier. Dann gehen wir runter. Hier können wir mit Max Verstappen auch noch mal ein bisschen beschleunigen. Achtet immer darauf, in Bahrain auf den Geraden zu beschleunigen und an den Kurven eventuell dann mit regulär oder sogar auf Verteidigen reinzufahren. So, da kommt jetzt auch nochmal vor uns einer rein. Wir holen uns Position 6 wieder zurück. Max Verstappen kommt jetzt rein. Pushen auch mal ein bisschen mit ihm jetzt in der Boxengasse. Benutzen auch hier für das Opening so gesehen. Ja, kleine Boost, Copper habe ich genug und Selbstkontrolle habe ich auch jede Menge. Premium Boosts werden wir hier nicht benutzen. Premium Boost werden dann eventuell morgen oder übermorgen dann erst benutzt, um die auch einzusparen. So, Lando Norris jetzt hier, Platz 6 müsste jetzt hier vor sich hier sehr, sehr gut. Oh, das ist gut, da haben wir schon mal ein kleines, da schnuppern wir schon mal an unserem Podium. Sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut sogar. So, und jetzt hier nochmal mit Max Verstappen holen wir auch nochmal ein Plätzchen. Eventuell sogar noch ein. Jawohl. Taucht nochmal auf regulär ein und holt sich den Platz. Sehr, sehr geil. So, hier mit Lando Norris ein bisschen Gas geben. Versuchen, den Gap so gut wie möglich zu schließen. So, jetzt kommt er in die Boxengasse. Sie seht selber, Zuverlässigkeit perfekt. Ja. Mit Verstappen müssen wir ein bisschen aufpassen. So, und jetzt kann Lando Norris hier 2 Runden lang Vollgas geben. Hat auch Platz zwischen den Fahrern vor sich. Was haben wir denn vor uns? Der muss pitten hier. Bottas muss pitten. Leclerc kann drin bleiben. Der muss pitten. Ocon. Perez muss pitten. Also 3 Positionen sollten wir noch schaffen hier mit Lando Norris und sogar noch mehr. Wir sollten doch eigentlich auch die Mediums vor uns überholen. Max Verstappen hat es dann doch noch irgendwie hinbekommen. Hat nicht unbedingt den besten Start hinbekommen, aber der hat es da irgendwie noch gedreht. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ocon kommt rein und natürlich auch Bottas. So, und jetzt haben wir vor uns noch Medium und Hard. Perez fährt durch mit seinen kaputten, harten Reifen da. Gucken wir mal, ob wir hier in der Lage sind, noch die beiden Jungs zu überholen. Podium hätte natürlich sehr, sehr gut geschmeckt, aber leider ist das nicht so. Hoffe auf Position 4 hier mit Lando Norris. Noch kurz hier vor Ende hier. Aber ne, wir sind da jetzt auch hängen geblieben. Und ja, das ist leider nichts. Ah, sehr schade, sehr, sehr schade. Bleiben sogar noch an Perez hängen, obwohl er gar kein Profil hat. Ihr seht selber. Bleiben an seinem Heckflügel hängen. Aber alles gut. Position 6 und Position 11. Bin ich zufrieden, sind 33 Punkte. Das ist auch das, was wir erreichen müssen. Ja, dieses Wochenende will ich definitiv über 30 Punkte in jedem Rennen haben. Und springe direkt ins nächste Rennen. So, willkommen in Spanien. Gegner ist da. Hoffen auf eine gute Qualifikation. Gegner hat 14, 20 Teampunkte, also auch weniger. Wie schon gesagt, Leute, es ist kein Bug oder sonstiges. Es ist einfach, das mit den Teampunkten, das kriegt Hutch, denke ich mal, selber noch nicht so gut hin, wegen dieser ganzen Sache mit den 10% Boost auf Daniel Ricciardo die Woche und natürlich auch Lando Norris. Und für Hutch ist es da ein bisschen kompliziert, die Teampunkte da komplett einzubalancieren, sagen wir mal so. Aber ja trotzdem nicht, dass wir da verlieren oder schlechter sind. Die Teampunkte, das ist immer so eine Sache. Ja. So, Start wieder boosten. Wir benutzen die gleichen Boosts. Wir benutzen Selbstkontrolle und Copper, um einfach auch mal zu gucken, was wir hier an Plätzen gut machen können mit kleineren Boosts. Lando Norris ist diese Woche halt mega stark. Er ist auch der zweitbeste Fahrer nach Max Verstappen von den Werten. Von daher sehen wir auch Lando Norris NPC natürlich hier in den Champions diese Woche definitiv auf Platz 1. Wir sehen wir jetzt hier auch wieder auf Platz 1, davor im Rennen auch Platz 1. Also der wird nicht so leicht zu überholen sein, auch für unsere starken Fahrer die Woche, weil McLaren Grand Prix
ist halt ein bisschen hart. Wird noch härter, Leute, wenn Ferrari und Mercedes kommt und dann natürlich auch Red Bull. Dann besteht dann halt natürlich für uns kaum noch Chancen, irgendwie nach vorne zu kommen. Also jetzt hier Platz 1 bis Platz 3, weil das wird dann echt schwer mit dem Setup. Drücke den starken Leuten hier die Daumen, mit den Leuten, die besseres Equipment haben wie ich. So, geben hier wieder Gas auf der Geraden, versuchen Position zu halten, so gut wie möglich. Die ersten 4 bis 5 Runden und dann können wir Gas geben. Hoffen, dass sich das Feld ein bisschen auflockert. Was man hier auch fahren kann, ist eine 3. Das machen wir jetzt mal. Wir switchen mal die Strategie jetzt hier. Lando Norris kommt jetzt rein. Kommt dann nochmal rein auf hart. Und unser Verstappen gibt jetzt auch Gas, kommt danach die Runde auch nochmal rein auf Medium. Bin ich gestern auch gefahren, war sehr zufrieden mit der Strategie. Kann man auch fahren, dann, wie gesagt, da sieht das Feld einfach anders aus. Wurden jetzt gestört bei der Ausfahrt mit Lando Norris von einem Alpine, aber passt. Sind trotzdem noch gut rausgekommen, haben noch genug Platz vor uns. Und ja, wie ihr seht, es müssen auch noch genug Leute tanken. Sehr schön, Max Verstappen macht noch Platz 7, bevor er noch in die Pits reinkommt. Hoffen hier mit Lando Norris in der Runde. Auch auf ein paar Plätze. Die Boxeneinfahrt in Barcelona ist immer so ein bisschen, ja, ist ein bisschen komisch. Da kann man auch viel falsch machen oder viel gut machen, so wie jetzt Lando Norris. Zieht jetzt hier auch nochmal an den ganzen Leuten vorbei, positioniert sich wieder auf Platz 12. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gehen wir auf reguläres Fahren mit ihm. Haben vor uns Latifi, der muss pitten. Also den machen wir auch. So, hier jetzt unser Max Verstappen auch nochmal auf Medium. Hängt aber hier fest, aber ist nicht schlimm. Da müssen auch nochmal 2 Leute rein. So, die Vorderen kommen jetzt alle rein in die Pits. Das schaffen wir leider nicht zu überholen. Lando Norris 3 Leute hat er jetzt da gemacht. Sehr, sehr geil. Platz 8. Mit Lando Norris können wir auch ein bisschen runter vom Gas. So, jetzt müssen wir warten hier mit Verstappen, dass die beiden vorne da mit den Softies in die Boxengasse kommt. Haben jetzt Plätzchen abgeben müssen, aber halb so wild. Den holen wir uns jetzt gleich wieder, weil der Jung muss ja in die Pits. So, wir haben vorne mit Norris, haben wir hier keine Position mehr gut zu machen. Das war's mit ihm. Der bleibt auf Platz 8. So, Max Verstappen kann jetzt wieder Gas geben hier. Platz 12. Würde mir wünschen, mit ihm auch in die Top 10 reinzufahren, aber nicht so leicht. Was man auch machen kann, ist hier natürlich eine 4-4 fahren mit einem Fahrer und mit dem anderen Fahrer eine 5-3. Allerdings ist das immer so ein bisschen tricky. Da muss man immer drauf achten, was so gesehen unsere NPCs hier machen, um dann natürlich nicht ja, Probleme zu haben. Max Verstappen hat sich dann doch noch hier Platz 10 geholt, muss aber jetzt auch runter vom Gas, weil wir leider nicht so viel Sprit haben. Lando Norris macht da noch Platz 7, macht er noch. Ist ein bisschen hart, Platz 7 noch zu machen, aber auf jeden Fall durchfahren. Max Verstappen jetzt auch, eventuell noch Platz 9. Nein. Nein. Platz 8 und Platz 10. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Sind auch wieder 32 Punkte diesmal. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus erstmal. Ihr habt selber gesehen, soft raus und dann wirklich 3 Runden relaxed. Ja, auf halber Strecke dann ein bisschen Gas geben, um den Gap wieder dann zu schließen und dann tanken. Springen direkt ins nächste Rennen. Willkommen in Abu Dhabi, Gegner ist da, auch wieder weniger Teampunkte, haben in der Quali, ja, wie gesagt, viel Glück. Unsere Gegner sind alle weit drunter mit den Teampunkten. Das heißt dann für uns, dass wir uns halt auch vorne qualifizieren. Und Abu Dhabi ist ja sehr tricky hier mit dem Start. Und ja, lass uns mal versuchen, ob es uns auch gelingt, wie auch in Serie 12, dass wir hier gut rauskommen. Und zwar ohne Boosts, damit wir auch mal sehen, wie können wir hier einen guten Start hinlegen in Abu Dhabi. Ich fahre da immer so, dass ich mit dem Vordermann
Jetzt in dem Fall Lando Norris auf Full Push hier mit den Softs und auf reguläres Fahren mit Max Verstappen. Und wir gucken mal, wie sich die Autos hier verhalten, beide. Max Verstappen zieht nach innen, Lando Norris auch. So, wir verlieren keine Position. Wir machen Position gut und so muss das auch sein. Ja, hier Verstappen hat auch 3 Positionen gemacht und Lando Norris hat sogar 5 Positionen gemacht. Gehen dann jetzt runter hier mit, Wahnsinn, Wahnsinn, genau, reguläres Fahren. Ich schalte immer regulär eigentlich, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht mit Max Verstappen und zwar hier in dieser Schikane da. Aber ihr seht selber, Lando Norris hat jetzt einen Blitzstart hingelegt und ist jetzt auf Position 4. Natürlich jetzt hängt wieder, Position 3 haben wir gemacht, sehr gut. Hängt. Warum hängt es so doll? So, jetzt geht's wieder. Haben vor uns jetzt Position wieder abgeben. Nein, haben wir gemacht. Es hängt, es hängt, es hängt. Es ist mega glitchy hier. Gehen mal runter mit beiden Fahrern. So, jetzt. So, werden mit Lando Norris definitiv eine 3-3-2 fahren, weil wir sind ja ziemlich weit vorne sogar. Und mit Max Verstappen fahren wir eine 4-4. So, Lando Norris kommt jetzt in der Runde rein. Auto wird nicht repariert. Und ihr seht selber, es funktioniert gut. Es ist ohne Boosts. Es ist alles entspannt. Hier in der Schikane, wie schon gesagt, immer regulär reinfahren. Wir legen uns hier, in dem Rennen legen wir uns mit den Leuten vorne an. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings, die Vordermänner, die hängen da mit Medium und blocken mich jetzt hier tierisch. Deswegen kommen wir auch in die Pits, machen einen Undercut auf die beiden da vorne und hoffen, dass wir jetzt nicht irgendwo stecken bleiben, irgendwo im Mittelfeld. Kommen auch viele Leute rein, wie wir sehen. Max Verstappen kann jetzt hier Gas geben. Zieht jetzt an die ganzen Leute vorbei, die in die Pits gekommen sind. Hier wieder auf regulär. Sollte Lando Norris nämlich nicht überholen. So, und jetzt haben wir vor uns mit Lando alle Leute, die pitten müssen. Komplett. So, wir fahren mit Max Verstappen auch wieder auf Medium raus. Die Schikane war ein bisschen doof genommen jetzt, aber passt. Können mit Max Verstappen hier auf regulär jetzt bis in die Pits reinfahren. So, Platz 2 und Platz 3 ist reingekommen. Ihr seht selber, den Mercedes haben wir leider nicht geschafft. Sehr schade. Allerdings halb so wild. Platz 4 konnten wir auch nicht klären. Wer ist das denn? Das ist Lando Norris, right? Ja, Lando Norris auf hart. 3 Leute müssen noch rein. Und wir hoffen natürlich, dass wir die erwischen. Verstappen ist gut rausgekommen. Position 16. Müssen hier ein bisschen aufpassen mit Lando. Der hat sogar den anderen Lando Norris hart überholt. So, jetzt kommt Max Verstappen, so wie es aussieht, in die Box. Kommt jetzt auch wieder raus. Wir sind auf Position 2 und können ein bisschen Gas geben. Hier müssen wir runter vom Gas. Wir haben noch 5% Zuverlässigkeit. Riskieren wir hier einen Motorschaden noch. Schauen wir uns mal an. So, Lewis Hamilton vor uns auf Medium. Hier vorne. Das heißt, er muss in die Pits. Können hier wieder auf regulär mit Max. Die Schikane gut nehmen. Eventuell, nein, wollte nicht richtig. So, haben es noch geschafft. Lando Norris jetzt schön pitten und dann kann er 2 Runden voll Gas geben. Mit Max Verstappen müssen wir ein bisschen aufpassen. Da können wir nicht unbedingt Vollgas geben. Aber hier bei Start und Ziel definitiv. Sehr schön, sind wir schön auf Platz 14 sind wir jetzt. So, und Lando Norris hat jetzt einiges zu tun. 1, 2, 3, 4. 4 Leute müssen noch in die Pits. Sogar ein bisschen mehr. Ich würde sogar sagen 6. Ja. Hier die Medium-Fahrer vor uns. Da kommen 4 Leute jetzt rein. So, und jetzt haben wir genug Platz nach vorne, um diesen Gap auch zu schließen. Und wie schon gesagt, die können ja gar nicht mehr rein. Wir sind ja schon in der letzten Runde. Habe ich wieder total verschlammt hier. Schade von Max Verstappen, sehr schade hier, dass der NPC hier uns hier so fährt eine Einbox-Strategie mit Medium-Reifen dann am Ende und ja, da haben wir leider nicht geschafft, dann doch ein Podium zu holen. Allerdings Platz 4 mit Lando Norris ist auf jeden Fall gut. Hier nochmal. Und mit Max Verstappen
Ja, sehr geil. Da haben wir noch in der letzten Kurve 2 Positionen gemacht, 2 Punkte nochmal reingeholt. Sehr, sehr schön. 32 Punkte in Abu Dhabi. Ihr habt den Start gesehen. Einer auf regulär, ja, und der eine auf Vollpower. Springen in das letzte Rennen, Leute. Letztes Rennen, Holland, Zandvoort. Einer meiner Lieblingsstrecken und lass uns hoffen auf einen guten Start, damit es auch wieder Spaß macht. Abu Dhabi, super Rennen. Eigentlich alle 3 Rennen bis jetzt sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr bleibt bis zum Ende dran, damit wir auch die Strategie und alles hier besprechen. Ihr seht selber, es funktioniert gut und ich habe nicht mal Max Equipment. Ja? Also wenn ich hier Max Setup habe, dann wäre es auf jeden Fall viel leichter. Allerdings dauert das noch ein bisschen. Benutzen mit den beiden Fahrern wieder die normalen Boosts, keine Premium Boosts und ja, los geht's. Gegner habt ihr ja gesehen, wir haben jedes Rennen haben wir hier einen leichteren Gegner erwischt. Und ich kann das nur empfehlen, Leute, wie ich schon wiederhole, springt in den Q3 rein oder in den Q2, springt bloß nicht in den Q1, wenn ihr nicht irgendwie Max Setup habt. Wenn ihr Max Setup habt, ja, dann würde ich auch in Q1 reinspringen, um natürlich auch mit den ganz, ganz Großen mitzuspielen. Allerdings können wir ja trotzdem hier mit dem Setup hier locker in Q2 oder Q3 reinspringen und es ist besser. So, Zandvoort, Start war gut. Wir haben eine Position gut gemacht mit beiden Fahrern. So, jetzt hier noch eine Position gut gemacht. Hier wird beschleunigt. Ja, dann geht man wieder hier runter. Und dann auf der langen Geraden muss man auch aufpassen, wann man hier beschleunigt, weil sonst verliert man auch ein paar Zehntel. So, hier beschleunigt man und wir hoffen natürlich den einen oder anderen Vordermann hier zu klären, dass er vielleicht einen Fehler macht. Max Verstappen macht Position 12, sehr, sehr schön. So, hier wieder reintauchen und dann runter vom Gas, den Schwung mitnehmen, so gesehen, und dann wieder entspannen. Ja. Hier wieder Gas geben. Sehr eng hier, Lando Norris hat ein Problem, weil Platz 7 ist Daniel Ricciardo und der ist auf harten Reifen draußen und der blockt gerade. Durch den 10% Boost natürlich ist es absolut nicht leicht, an ihm vorbeizuziehen. Die NPCs selber, jetzt wurde er überholt. Mal ganz kurz. Jetzt machen wir, wir hatten Position 9, hatten wir. Max Verstappen macht sogar Position 11. Überholt fast sogar noch Lando Norris. Lando Norris muss jetzt auch in die Pits, pitten ihn, bringen ihn für die letzten 4 Runden auf frischen Medium-Reifen und dann kann er auch Gas geben. So, sehr, sehr gut. Sieht ganz gut aus. Mein Ziel diese Woche definitiv, Leute, beide Fahrer in die Top 10 reinzubringen. Und ja, das müssen wir schaffen. Das müssen wir schaffen. 30 Punkte mindestens. 31, 32 Punkte in dem Rennen, das wäre phänomenal. So, Position 8, Max Verstappen, sehr, sehr schön. Lando Norris ist auch gut aus den Pits rausgekommen. Ist jetzt natürlich dazwischen den ganzen Leuten da hinten. Die müssten auch alle auf Medium oder auf Hard draußen sein. Ja, auf Hard, wie wir auch schon gesagt haben. Ja, viele Leute hier auf Hard, kaum jemand auf Soft. Gar keiner auf Soft, besser gesagt. Gar keiner. So, Max Verstappen kommt jetzt rein. Hat Platz 7 noch gemacht, also Daniel Ricciardo hat er geklärt. Auf seinen harten Reifen hier. So, jetzt kommen wir rein mit Max Verstappen und Lando Norris muss jetzt ein bisschen schneller werden hier. Der muss jetzt mal langsam ein paar Plätze machen. So, jetzt hat er Platz, jetzt hat er den Alpine vor sich alleine. Macht er auch sehr gut. Gehen wir runter hier vom Gas. Max Verstappen muss ein bisschen beschleunigen. Und jetzt gucken wir uns mal an in der Liste, wer noch tanken muss. So, wir haben hier vor uns hier, Sebastian Vettel muss rein, Pierre Gasly muss rein, Alonso muss rein, Daniel Ricciardo muss rein und Hamilton muss rein und Charles Leclerc muss rein und Max Verstappen muss rein. Also einige Leute noch hier, die pitten müssen. Allerdings nicht alle überholen, wa? Hier, sehr schade, dass wir jetzt hier mit Max Verstappen an Vettel hängen bleiben. Und da sehen wir selber, wie viele Leute hier in die Box kommen. Und wir müssen doch jetzt klären, jetzt müssen wir hier die Position machen. Sehr, sehr gut, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Platz 8, Platz 9 und Platz 11. Das sieht doch gut aus. Gucken nochmal hier. Vor mir einer auf Hard, haben wir gemacht. Sehr schön. Jetzt Lewis Hamilton vor uns auf Softs. Und dann nochmal Valtteri Bottas auf Hard. Hoffen auf vielleicht da nochmal
ein paar Plätze zu machen. Haben Platz definitiv nach vorne. Machen den Gap zu. So, und Max Verstappen kann jetzt auch für die letzte Runde komplett auf Vollgas bleiben und Lando Norris auch. Und ja, lass uns hoffen, noch Lando Norris in die Top 10 reinzukriegen. Ja, ignorieren bitte. Lewis Hamilton hat jetzt hier Valtteri Bottas geklärt. Verstappen-Gegner hat einen Defekt. Wir haben Daniel Ricciardo überholt. Versuchen jetzt auch hier vor uns auch nochmal hier den Carlos Sainz zu überholen. Wir haben jetzt vor uns nochmal beide auf hart. Also die Punkte müssen wir einfahren. Komm, Jungs. Jawohl, Lando Norris hat es gemacht. Und Max Verstappen auch. Sehr schön. Platz 7 und Platz 9 in Zandvoort. Mehr als zufrieden für das Opening heute. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. 34 Punkte. Hoffen wir, dass wir morgen und übermorgen auch diese Punktzahl fahren. Das wäre phänomenal. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Bin ich sehr, sehr dankbar. Gucken wir uns nochmal zusammen die Tabelle an. Wie schon gesagt, 13,92 der Gegner. Das Setup haben wir ja gesehen am Anfang der Folge. So, und jetzt gucken wir uns mal die Tabelle an. 131 Punkte, das wäre phänomenal. Wenn wir sowas schaffen würden hier im Finale morgen, übermorgen, ja, das wäre gut. Ja, top. Sind auf jeden Fall qualifiziert, da mache ich mir gar keine Sorgen. In Q3 reinzuspringen ist nach wie vor, denke ich mal, die beste Idee. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Opening und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Jungs, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.